Hallo liebe Freunde, ich freue mich, dass ihr natürlich auch heute wieder hereinschaut und heute seht ihr mich ein wenig sprachlos. Das passiert ja nun wirklich selten. Warum sprachlos? Vor 2 Jahren habe ich mit YouTube begonnen und jetzt habe ich über 500 Abos. Also 500 Abonnenten, davon hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht zu träumen gewagt. Und deshalb fehlen mir jetzt einfach die Worte und ich danke euch ganz sehr für euer Interesse und die Begeisterung, mit der ihr meine Filme schaut, kommentiert. Ja, bei 500 Abos habe ich mir gedacht, ich möchte etwas ganz Besonderes, etwas Schönes auch für euch anbieten und habe lange überlegt, was wohl entsprechend dieser tollen Zahl würdig genug wäre. Bis mir eine Idee gekommen ist, denn einige von euch haben immer wieder angefragt, was denn eigentlich so meine weiteste Tour gewesen ist. Und da habe ich gedacht, 500 Abos und meine weiteste Tour, denn das waren fast 50 Kilometer, das passt auch von der Zahl gut zusammen. Und deshalb möchte ich euch heute ein weiteres Mal in den Harz einladen, beginnend im Bodetal zu meiner bis jetzt weitesten Wanderung und ich hoffe, ihr habt wieder viel Spaß dabei. Fragt ihr euch jetzt, wie kommt man eigentlich dazu, fast 50 Kilometer zu laufen? Ich hatte eine Woche Urlaub in Treseburg, war viel unterwegs und habe viel gesehen. Also sollte der letzte Tag noch eine richtige Krönung sein. Ein 100%iges Ziel hatte ich beim Loslaufen in Treseburg allerdings noch gar nicht. Es sollte lediglich in Richtung Rapp-Bodetalsperre gehen. Starten wir also bei schönem Herbstwetter im Bodetal, welches ihr ja bereits aus einem früheren Film kennt. Laufen wir jedoch diesmal entgegengesetzt in Richtung Altenprag. Durch Altenprag schnell hindurch finden wir am Ortsende die alte Wasserbrücke der ehemaligen Holzschleiferei, für die wir heute leider keine Zeit haben. Kurz darauf kraxeln wir aus dem Bodetal hinaus und genießen den Anblick von der Schutzhütte Schöneburg hinab ins Tal. Von der Schöneburg selbst ist außer dem Namen nicht viel bekannt. Lediglich Merian soll diese Burg 1654 einmal erwähnt haben. Steht man jedoch hier oben, benötigt man nicht viel Fantasie, um sich vorstellen zu können, dass dieser Standort ideal für eine Burg gewesen sein muss. Aber ich wiederhole mich, heute müssen wir weiter. Das Köhlereimuseum lassen wir ebenfalls links liegen und biegen direkt ab zur Talsperre. Zunächst in Richtung Rotestein. Dort angekommen genießen wir den ersten wunderbaren Ausblick auf die Talsperre. Interessant ist es, die alte und neue Aussicht miteinander zu vergleichen. Allen Fans und Freunden der Harzer Wandernadel als Tipp, hier ist eine weitere Stempelstelle. Satt gesehen an dem schönen Panorama wollte ich natürlich noch unbedingt runter ans Ufer. Gesagt, getan. Doch nun stellt sich zum ersten Mal die Frage, was nun? Der Tag ist noch jung, ein Blick auf die Karte und ich beschloss, ein Stück kann ich ja noch gehen. Zumindest erst einmal in Richtung Hassel-Vorsperre. Der zwischenzeitlich einsetzende leichte Nieselregen stört dabei auch nicht.
An der Hassel-Vorsperre angekommen, übrigens auch mit Stempelstelle, stellt sich die entscheidende Frage: Und nun, wie soll es jetzt weitergehen? Es gibt die Möglichkeit, zurück über Hasselfelde nach Dreseburg zu laufen. Da ich sehr früh losgelaufen bin, ist es jedoch noch nicht einmal Mittag. Ich wäre viel zu schnell zurück in Dreseburg. Ergo, so weit und schlimm sieht es ja auf der Karte gar nicht aus, wenn man weiter um die komplette Rappbodetalsperre laufen würde. Was sagen die Beine? Die sind völlig okay. Also versuchen wir es. Nach wenigen Kilometern ist das nächste Highlight, die Rappbode-Vorsperre, erreicht. Und wenn schon eine komplette Talsperrenumrundung, dann wollte ich die Überleitungssperre Rübeland nicht auslassen. Freunde der Historie und Geschichte können dort ebenfalls fündig werden. Aber wie mehrfach erwähnt, heute ist keine Zeit dafür. Der Weg ist noch weit. Auf angenehmen Pfaden führt der Weg weiter durch das Tal der Bode am Rübeländer Ortsteil Susenburg vorbei. Und wieder ein neuer Blick auf die Karte und der nächste Schwenk wird gemacht. Nämlich um den Nickelsberg herum mit erneut schönen Ausblicken auf die Talsperre. Am Parkplatz der Staumauer angekommen, musste ich als Krönung der Tour noch hoch über den Urania-Weg auf die Aussichtsplattform steigen. Damals im Jahr 2011 gab es noch keine Titanbrücke und dieser schöne Anblick bot sich zu dieser Zeit von hier oben. Ohne Brücke musste man früher jedoch wieder zurück auf den Parkplatz, auf die Straße, durch den Tunnel und über die Staumauer laufen. Danach konnte man auf schmalen Pfaden nach unten zum Pumpspeicherwerk Wendefurt steigen. Jedes Kind der DDR dürfte es kennen.
zierten seine Bilder ja die DDR-Schulbücher in Geografie. Bevor ich das idyllische Wendefurt durchquerte, bin ich die paar Meter auf die Staumauer der Wendefurter Sperre auch noch gegangen. Die paar 100 Meter haben es dann auch nicht mehr gemacht. Doch nun zurück auf den Weg und durchs Örtchen Wendefurt. Und was ist denn das? Kennt von euch noch jemand zufällig diesen Konsum oder war sogar dort noch einkaufen? Schreibt es doch bitte unten in die Kommentare. Das wäre ja sehr interessant. Während wir dem Lauf der Boote zurück nach Altenprag folgen, ich wurde oft gefragt, wie geht man so eine Tour überhaupt? Kann man das denn wirklich laufen? Ja, es ging ganz einfach, denn es war alles ungeplant und der Weg ist erst beim Gehen gewachsen. Also laufen ohne jeden Druck oder Zwang. Allerdings muss ich gestehen, hinter Wendefurt hatte ich ein echtes Tief und habe mich ernsthaft gefragt, ob ich blöd bin, so etwas zu machen. Die Beine waren hart und haben wehgetan. Einen reichlichen Kilometer habe ich mich regelrecht gequält, bis ich begriffen habe, vom Jammern kommt mein Quartier auch nicht näher. Ich habe das so gewollt und das Einzige, was hilft, ein Bein vors andere setzen und weiterlaufen. Und es hat nicht lange gedauert und der Spaß und Genuss am Laufen waren wieder da. Und mein Ziel Treseburg habe ich schließlich nach etwa 50 Kilometern am Abend wohlbehalten erreicht. Und wer Lust hat, sich an dieser Tour auch einmal zu versuchen, dem stelle ich wie immer die Links zu Outdoor, Aktiv bzw. Komoot unten in die Beschreibung zum Video ein. Auf jeden Fall war es eine interessante Erfahrung und wenn ihr Spaß an diesem Film und der Tour hattet, dann würde ich mich über einen positiven Kommentar und ein, selbstverständlich, kostenloses Abo freuen. Danke und bis bald zur nächsten schönen Wanderung in unserer Natur, beziehungsweise einen weiteren Abschnitt auf unserer Pilgerreise in Richtung Rom. Bis bald, ciao!